Herzlich willkommen zu Alltag Deutsch Podcast. Hallo zusammen. Heute ist Tag 188. Thema: Kommunikation online. Wir lernen 15 wichtige Wörter für den Alltag. Heute zeigen wir euch eine sehr effektive Methode, um eure Aussprache zu verbessern. Shadowing. Beim Shadowing sprecht ihr fast gleichzeitig mit dem Sprecher. Hier sind 3 einfache Schritte. Genau, hört da mal gut zu. Schritt 1: Zuhören. Hört zuerst nur zu. Achtet auf die Aussprache, die Betonung und die Pausen. Denkt nicht an Grammatik, hört nur den Klang. Erst mal nur den Klang aufnehmen. Schritt 2: Mitsprechen. Jetzt sprecht ihr mit. Versucht genauso zu sprechen wie der Sprecher. Achtet auf Tempo, Stimme und Gefühl. Richtig. Schritt 3: Aufnehmen. Nehmt euch selbst auf. Vergleicht eure Stimme mit dem Original. So erkennt ihr eure Fehler und könnt euch verbessern. Ja, das hilft wirklich enorm. Bitte lest nicht nur still mit. Shadowing funktioniert nur, wenn ihr laut sprecht. Euer Mund muss die Bewegungen trainieren. Bleibt bis zum Ende dort, hört ihr unsere Mini-Story. Also überlegt mal ganz kurz, Leute, wie viele Textnachrichten habt ihr heute eigentlich schon geschrieben? Oh, das sind bei mir bestimmt schon, sicher über 20 oder so. Ja, genau. Und wie oft hat euer Smartphone vibriert, weil schon wieder eine E-Mail oder, eine Nachricht in so einem Arbeitschat ankam? Ständig. Wenn man mal so 10 Jahre zurückdenkt, da war der Arbeitsplatz für die meisten Menschen ja ein echter physischer Raum. Man stand gemeinsam an der Kaffeemaschine, man saß zusammen an einem großen Tisch, man hat sich in die Augen gesehen. Richtig. Und heute? Heute ist unser Arbeitsplatz oft nur noch ein leuchtender Bildschirm. Wir arbeiten von zu Hause aus, sitzen im Wohnzimmer oder am Küchentisch und sind halt komplett digital vernetzt. Ja, absolut. Aber diese diese digitale Verbindung, die hat unsere Arbeitsweise und auch unsere Psychologie völlig verändert, oder? Ja, total. Dieser Wandel bringt halt eine völlig neue Dynamik in unseren Alltag. Und natürlich brauchen wir dafür das richtige Vokabular. Nehmen wir direkt mal das erste, bekannteste Konzept aus der digitalen Arbeitswelt. Das Meeting. Die englische Übersetzung lautet ganz einfach Meeting. Ja, das kennen wir. Genau. Auf Deutsch ist die Erklärung eine geplante Besprechung von mehreren Personen. Wir nutzen dieses englische Wort mittlerweile ständig im deutschen Büroalltag. Absolut, ja. Hört euch den Beispielsatz an und nutzt direkt unsere Shadowing-Methode. Sprech also laut mit. Unser tägliches Meeting findet heute um 10 Uhr im virtuellen Raum statt. Lasst euch kurz Zeit, genau, sprecht's laut nach. Ich erinnere mich noch gut an meine ersten Erfahrungen im Homeoffice. Oh ja, ich mich auch. Wir saßen teilweise stundenlang in diesen virtuellen Räumen. Die meisten Leute hatten ihre Kameras ausgeschaltet, die Mikrofone waren stumm und eine einzige Person hat so einen endlosen Vortrag gehalten. Schrecklich. Das war unglaublich ermüdend. Viel anstrengender als im echten Büro, ne? Warum ist das eigentlich so? Im echten Leben können wir doch auch stundenlang in einem Raum sitzen und zuhören, ohne sofort komplett erschöpft zu sein. Ja, das Ding ist, der Grund dafür liegt in unserer Biologie. Online fehlt uns die nonverbale Kommunikation. Ah, okay. Im echten Leben registriert unser Gehirn automatisch, ob jemand zustimmend nickt, gelangweilt aus dem Fenster schaut oder, nervös mit dem Fuß wippt. Diese kleinen Signale halt. Richtig. Online fehlt all dieses wichtige Feedback. Das Gehirn sucht verzweifelt nach diesen Signalen und verbraucht dabei enorm viel Energie. Krass, das macht Sinn. Deshalb reicht es nicht, einfach nur irgendeine Videosoftware zu öffnen. Die Basis für gute Arbeit ist unser zweites Wort, die Plattform. Die Plattform, okay. Auf Englisch Platform. Das ist eine digitale Software oder Webseite, auf der man zusammenarbeitet. Der Beispielsatz für euch zum Mitsprechen lautet: Das Team nutzt eine gemeinsame Plattform, um Dokumente auszutauschen. Sprecht das gerne nach. Aber eine Plattform allein löst ja noch nicht das Problem der Müdigkeit, oder? Nein, leider nicht. Wir müssen die Technik ja auch richtig nutzen. Und hier kommt eine Eigenschaft ins Spiel, die psychologisch extrem wichtig ist, um die Leute, um sie wach zu halten. Die Plattform muss interaktiv sein. Interaktiv. Das ist ein gutes Wort. Genau. Die englische Übersetzung ist interactive. Das bedeutet,
sie ist so gestaltet, dass man aktiv mitmachen oder mit einem System wie zum Beispiel einem Bot agieren kann. Richtig. Man klickt, man schreibt etwas auf ein virtuelles Whiteboard, man gibt direktes Feedback, spricht diesen Beispielsatz laut mit. Die Schulung auf der neuen Online-Plattform ist sehr interaktiv aufgebaut. Ja, das ist wichtig. Wenn eine Umgebung interaktiv ist, dann zwingt sie uns quasi aus unserer passiven Rolle herauszukommen. Mhm. Und genau darum geht es im Kern. Wir wollen kommunizieren. Das ist unser 4. Wort. Und ein extrem wichtiges Verb für den Alltag. Auf Englisch heißt es to communicate. Und was ist da die Perfektform? Die Perfektform lautet hat kommuniziert. Die deutsche Erklärung: Informationen, Gedanken oder Daten mit anderen austauschen. Okay, verstehe. Versucht euch an diesem Beispielsatz für das Shadowing. Mitarbeiter im Homeoffice kommunizieren meistens über spezielle Chatprogramme. Aber genau hier müssen wir mal ein bisschen kritisch werden, finde ich. Oh, inwiefern? Naja, einfach nur so viele Chatnachrichten hin und her zu schicken, ist oft reine Zeitverschwendung. Ich sehe das jeden Tag bei der Arbeit. Jemand tippt einfach schnell einen Gedanken in den Chat, drückt auf Senden und die andere Person sitzt da und denkt, was will er jetzt eigentlich von mir? Ja, das kenne ich nur zu gut. Schreiben ist irgendwie wie Kochen. Wenn du einfach nur wahllos irgendwelche Zutaten, also die Wörter, in den Topf wirfst, dann schmeckt das nicht. Du musst sie richtig zusammenstellen, sonst versteht der andere nichts. Das ist ein sehr schönes Bild. Diese bewusste Konstruktion einer Nachricht, das nennen wir formulieren. Formulieren, genau. Auf Englisch sagen wir to word oder to formulate. Das Verb in der Perfektform lautet hat formuliert. Mhm. Es bedeutet, seine Gedanken oder eine Frage an eine KI in klare Worte fassen. Wenn wir schlecht formulieren, erzeugen wir beim Leser eine hohe kognitive Belastung. Oh ja, das Gehirn muss hart arbeiten, um den Sinn zu entschlüsseln, ne? Absolut. Der Beispielsatz für euch lautet: Man muss die Befehle für den KI-Bot sehr präzise formulieren, um gute Antworten zu erhalten. Spricht es gerne laut mit. Das bringt mich direkt zu einem Phänomen, das mich im Büro wirklich wahnsinnig macht. Lass mich raten. Diese endlosen E-Mail-Ketten. Jemand bekommt eine unklare Information und entscheidet sich, das Problem einfach an die nächste Person abzugeben. Oh ja. Das passende Verb dafür ist weiterleiten. Die englische Übersetzung ist to forward. Mhm. Es ist ein trennbares Verb. Die Perfektform heißt hat weitergeleitet. Die Erklärung lautet eine erhaltene Nachricht oder einen Link zu einem Meeting an andere schicken. Ganz genau. Sprech den Satz laut nach. Könntest du mir den Link für das Online-Meeting bitte kurz weiterleiten? Dieses gedankenlose Weiterleiten ist wirklich ein massives Problem. Man delegiert die Verwirrung einfach an die Kollegen. Ja, genau. Dabei ist das Ziel jeder Interaktion eigentlich, dass wir gemeinsam eine Lösung finden. Wir wollen beitragen. Beitragen, das ist ein schönes Wort. Auf Englisch. To contribute. Die Perfektform ist hat beigetragen. Es bedeutet, einen eigenen Teil, zum Beispiel eine Meinung oder konstruktive Kritik, zu einer Diskussion im Meeting geben. Mhm. Der Beispielsatz für das Shadowing: Jeder Teilnehmer sollte mit eigenen Ideen zum Erfolg des Meetings beitragen. Sehr gut. Und wenn wir klar formulieren und sinnvoll beitragen, anstatt nur Probleme unkommentiert weiterzuleiten, dann erreichen wir endlich unser eigentliches Ziel. Wir werden effektiv. Richtig. Die englische Übersetzung lautet, Effective. die deutsche Erklärung, Wenn eine Methode direkt und ohne Umwege zum gewünschten Erfolg führt. effektiv arbeiten wollen wir alle. Genau. Sprecht mit. Kurze, strukturierte Online-Meetings sind oft viel effektiver als stundenlange Diskussionen. Wenn euch unser Podcast beim Deutschlernen hilft, dann abonniert gern unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Also wir haben jetzt bisher viel darüber gesprochen, wie wir theoretisch gut zusammenarbeiten könnten. Ja, theoretisch. Aber lasst uns ehrlich sein, die digitale Realität sieht oft ganz anders aus. Wir sind ja keine Maschinen, die immer perfekt funktionieren. Der Wechsel in die digitale Arbeitswelt hat tiefe,
oft negative psychologische Auswirkungen. Oh ja, da sprichst du was Wahres an. Das größte Problem unserer Zeit hat einen bestimmten Namen: die Erreichbarkeit. Die ständige Erreichbarkeit. Auf Englisch Availability. Die Erklärung lautet: der Zustand, dass man für andere online oder telefonisch kontaktierbar ist. Früher hat man das Büro verlassen und war für die Firma nicht mehr greifbar. Ja, Feierabend war Feierabend. Wir das Büro in unserer Hosentasche. Hört euch diesen Beispielsatz an und sprecht ihn nach. Eine ständige Erreichbarkeit über Chat-Apps im Feierabend erzeugt oft Stress. Das ist fast schon untertrieben, oder? Wenn wir das Gefühl haben, wir müssen immer erreichbar sein, schüttet unser Körper konstant das Stresshormon Cortisol aus. Ja, wir stehen voll unter Strom. Genau, wir sind ständig in einem leichten Alarmzustand. Und was passiert, wenn unser Gehirn unter Stress steht? Wir lesen Nachrichten mit einem sogenannten Negativitätsfilter. Oh, das kenne ich. Wenn ein Kollege einfach nur „Okay" mit einem Punkt schreibt, denken wir plötzlich: Oh nein, er ist wütend auf mich. Wir sehen Probleme, wo gar keine sind. Exakt das ist der Nährboden für unser nächstes Wort: das Missverständnis. Ah, ja. Auf Englisch heißt das Misunderstanding. Es ist eine falsche Interpretation einer Aussage, weil man den anderen falsch versteht. Geschriebener Text hat keine Tonlage und keine Melodie. Das stimmt. Der Beispielsatz lautet: Ohne Kamera entsteht in einem Online-Meeting schnell ein Missverständnis. Sprech das gerne nach. Und aus diesen Missverständnissen entstehen dann oft sehr emotionale, schnelle Reaktionen. Ich habe schon erlebt, dass Leute im Firmenchat richtig wütend umeinander gestritten haben, wegen einer absoluten Kleinigkeit. Wahnsinn, ja. Solche Reaktionen sind höchst problematisch. Das passende Adjektiv dafür ist unangemessen. Unangemessen, Auf Englisch inappropriate. Das bedeutet unpassend, unhöflich oder den offiziellen Regeln einer Situation nicht entsprechend. Bitte sprecht laut mit. Ein beleidigender Kommentar im Chat ist absolut unangemessen und wird sofort gelöscht. Um diese gefährliche Dynamik aus Stress und Emotionen zu kontrollieren, brauchen wir klare soziale Spielregeln im digitalen Raum. Das fasst unser nächstes Wort zusammen. Die Netiquette. Ah, die Netiquette. Auf Englisch Netiquette. Das ist ein Kunstwort, das sich aus den Wörtern Internet und Etikette zusammensetzt. Die Bedeutung: die Verhaltensregeln für einen höflichen Umgang im Internet und in Foren. Das bedeutet zum Beispiel, dass man Ironie vermeidet, weil sie schriftlich oft nicht funktioniert. Hier ist der Beispielsatz zum Üben. Auch bei der Kommunikation mit Kollegen muss man die Netiquette einhalten. Sprecht auch das gerne wieder nach. Ich bin ganz ehrlich, manchmal reicht eine Netiquette einfach nicht aus, wenn das System selbst kaputt ist. Wie meinst du das? Naja, wir versuchen, höflich zu sein, während unsere Smartphones im Minutentakt vibrieren. Die Lösung kann doch nicht sein, einfach nur freundlicher zu tippen. Wir müssen grundsätzlich anpassen, wie wir arbeiten. Da stimme ich dir zu. Wir müssen aktiv entscheiden, welche Kommunikationswege wir für welche Aufgaben nutzen. Wir müssen bevorzugen. Auf Englisch to prefer. Die Perfektform ist ahead had preferred. Es bedeutet, eine Sache oder einen digitalen Kommunikationsweg lieber mögen als einen anderen. Der Beispielsatz lautet: Viele Angestellte bevorzugen schnelle Gruppenmeetings statt langer E-Mails. Wenn wir konzentriert arbeiten wollen, müssen wir diesen Echtzeitwahnsinn stoppen. Die radikalste und gleichzeitig gesündeste Lösung dafür ist unser nächstes Wort: asynchron. Asynchron, okay. Auf Englisch asynchronous. Die Erklärung: zeitversetzt, wenn man nicht direkt im selben Moment antworten muss. Zum Beispiel bei einer E-Mail. Hier der Beispielsatz: Die asynchrone Kommunikation ermöglicht es uns, konzentrierter ohne ständige Unterbrechung zu arbeiten. Warte mal kurz, das klingt in der Theorie fantastisch. Man arbeitet in Ruhe, man antwortet, wenn man Zeit hat. Aber wenn wir alles asynchron machen, verliert man da nicht den gesamten Teamgeist? Das ist eine gute Frage. Wir sitzen dann doch alle isoliert zu Hause, schauen auf unsere Bildschirme, tippen ab und zu etwas ein und niemand antwortet direkt. Das klingt für mich unglaublich kalt und einsam. Sind wir dann überhaupt noch ein echtes Team? Das ist ein sehr wichtiger Einwand. Wirklich. Die Gefahr der Isolation ist real.
Asynchrones Arbeiten bedeutet aber nicht, dass man überhaupt nicht mehr miteinander spricht. Okay. Es bedeutet nur, dass man Aufgaben und Informationen nicht zwingend gleichzeitig bearbeiten muss. Der Schlüssel, damit das Teamgefühl nicht stirbt und niemand im Chaos versinkt, liegt in der Sichtbarkeit der Arbeit. Wir müssen unsere Arbeit transparent machen. Transparent. Das ist unser letztes Wort. Auf Englisch heißt es genauso. Transparent. Die Erklärung. Klar, durchschaubar und für alle Teammitglieder leicht nachvollziehbar. Sprecht den Beispielsatz laut mit. Durch das neue Projekttool sind alle Arbeitsfortschritte für das gesamte Team transparent. Ah, verstehe. Wenn ich also genau sehe, woran meine Kollegen gerade arbeiten, brauche ich sie nicht ständig im Chat zu fragen, wie der aktuelle Stand ist. Genau. Ich habe den vollen Überblick, ohne sie zu stören. Richtig. Und genauso reduzieren wir den Druck der ständigen Erreichbarkeit, verhindern Missverständnisse und arbeiten fokussiert. Und damit haben wir unsere 15 Konzepte für den digitalen Alltag intensiv beleuchtet. Super. Wie versprochen, fassen wir dieses Wissen jetzt in unserer Mini-Story zusammen. Hört genau zu, denn ihr werdet alle 15 Wörter im Zusammenhang hören. Achtet darauf, wie sie verwendet werden. Okay, fangen wir an. Anna und Tom arbeiten schon seit 2 Jahren im selben Team. Aktuell planen sie ein neues Projekt und nutzen dafür eine brandneue digitale Plattform. Tom ist jemand, der abends oft am produktivsten ist. Er bevorzugt es, tief in ein Thema einzutauchen und arbeitet daher oft asynchron. Er schätzt es sehr, nicht sofort antworten zu müssen. Doch am Donnerstagabend, da passiert ein Fehler. Die letzten Tage waren intensiv und die ständige Erreichbarkeit hat Tom stark gestresst. Oh ja. Er will Anna schnell ein Update geben, aber er ist völlig erschöpft. Er ignoriert die allgemeine Netiquette völlig und formuliert seine Gedanken sehr aggressiv und kurz. Am nächsten Morgen setzt sich Anna mit ihrem Kaffee an den Schreibtisch und öffnet den Chat. Sie liest Toms Worte und ist sofort verärgert. Sie findet seinen Tonfall absolut unangemessen. Anstatt tief durchzuatmen, leitet sie die Nachricht sofort an eine andere Kollegin weiter, um sich über Tom zu beschweren. Genau, und so entwickelt sich ein massives Missverständnis. Tom wollte nämlich niemanden angreifen, er wollte eigentlich nur interaktiv kommunizieren und Anna auf ein technisches Problem hinweisen. Er hatte gar nicht bemerkt, wie hart seine geschriebenen Worte klangen. Am Nachmittag fordert Anna dann ein kurzes Meeting. Als die Kameras angehen und sie sich auf den Bildschirm sehen, entspannt sich die Lage fast sofort. Tom bemerkt seinen Fehler und entschuldigt sich. Sie diskutieren ruhig darüber, wie in Zukunft jeder entspannter zum Projekt beitragen kann. Um solche Situationen in Zukunft zu vermeiden, beschließen sie, all ihre Aufgaben im System völlig transparent zu machen. So muss niemand mehr am späten Abend gestresste Nachrichten schreiben. Anna und Tom haben ihre Lektion gelernt und arbeiten jetzt wieder sehr effektiv zusammen. Es zeigt sich also immer wieder, wir können die beste Technik der Welt haben, aber am Ende müssen wir verstehen, wie wir menschlich mit diesen Werkzeugen umgehen. Jetzt seid ihr dran. Schreibt eigene Sätze mit den neuen Wörtern in die Kommentare. Abonniert den Kanal und gebt einen Daumen nach oben. Morgen sprechen wir über Rollen in der Familie. Vielen Dank fürs Zuhören. Deutsch Podcast. Tschüss und einen schönen Tag noch.